Also Riesenüberraschung. Riesenüberraschung. Es ist diesmal kein Konzeptalbum von Tankard. Okay, Spaß beiseite. Es ist wieder ein bunter Mix, sage ich mal, aus lustigen, sehr selbstironischen, sehr sarkastischen Sachen und ernsten politischen Themen. Ja, wir leben in sehr unruhigen Zeiten und das spiegelt sich auch in dem einen oder anderen Text auf der neuen Scheibe auf jeden Fall wieder. Nee, das sind wie immer verschiedene Themen, aber explizit diesmal keine Alkoholthemen. Wir wollen damit nichts mehr zu tun haben. Ja, Arbeitsweise bei Tankard ist folgende. Andi hat die meisten Songs geschrieben, sprich ist für die Musik verantwortlich. Andi hat 7 Songs gemacht, der Frank hat 3 für die Platte gemacht. Ich bekomme dann irgendwann in der Dropbox mal die Gitarrenteile zugeschickt. Ja, das ist immer so, dass ich halt Parts zusammen bastel und ich denke, die passen zusammen. Dann kriegt der Gerre von mir eine Sammlung mit den verschiedenen Teilen und dann treffen wir uns wieder und arbeiten an der Gesangslinie drauf. Dann brenne ich mir noch oldschool-mäßig eine CD, das soll es ja heute auch noch geben. Und ja, dann höre ich mir die Teile Stunden, Tage, Wochen, Monate, Jahre an, bis mir dann endlich was Gescheites drauf einfällt. Ja, also wenn wir neue Songs machen, dann halte ich es wie Thomas Alva Edison, der ja, soweit ich weiß, gesagt hat, jetzt nagelt mich nicht über die Prozente fest, aber irgendwie 10% Inspiration und 90% Transpiration. Sieht also tatsächlich so aus, dass man sich dann hinsetzt vor das leere Blatt Papier, beziehungsweise heutzutage vor die leere Spur auf dem Computer und spielt Gitarre und überlegt sich, was passt und versucht dann einen Riff rauszubekommen. Und vollenden dann auch ein bisschen den Song vom Aufbau her und so weiter. Und dann ist oft der Frank dabei und dann feilen wir noch ein bisschen an den Feinheiten, so rum an den Details. Und am Ende, wenn man dann eine Idee hat mit ein paar Riffs, die zusammenpassen, was ein Song ergeben könnte, treffen wir uns dann mit Gerre, Andi, Gerre und ich und dann versuchen wir, das zusammenzubasteln. Gerre überlegt sich die Melody-Lines dazu. Ja, dann treffen wir uns wieder beim Andi in seinem kleinen Studio zu Hause, nehmen auf. Das sind dann natürlich erstmal nur so Phantomtexte, immer sehr lustig. Evil Die Satan kommt sehr oft vor. Bier natürlich auch. Und unser alter Gitarrist, der Andi Bulgaropoulos und unser sensationeller Rodi, der Harald Maul, die schreiben dann praktisch die Texte für uns. Der alte Gitarrist, der sitzt in Berlin und hatte 7 Stücke beigesteuert und der Harald 3 und die kriegen natürlich auch immer die Musik, die kriegen das genaue Versmaß und die kriegen natürlich auch den Inhalt, um was es gehen soll und dann gucke ich wiederum, wie diese Texte dann passen, was ich mir dann so ursprünglich überlegt habe für eine Melodie, soweit man von Melodien sprechen kann bei Tankard. Melodie für Millionen. Ja, und dann ist das dann im Studio. Letztendlich wird auch nochmal hier und da ein Wort ausgetauscht, wird was weggestrichen, je nachdem, wie es dann passt. Und am Schluss wird der fertige Song dann von uns zusammengestellt. Ja, so ungefähr entstehen Tankard-Songs und alles, was mit Vocals zu tun hat, bis auf die Texte, kommt von mir. Und wir sind sehr dankbar, dass wir da 2 Leute haben, die uns da tatkräftig unter die Arme greifen. Ich selber müsste mich auch endlich mal auf meinen Hosenboden setzen. Und zu Zombie-Attack-Zeiten, da waren auch noch ein paar Texte von mir, aber die will wirklich keiner mehr lesen. Aber schauen wir mal. Vielleicht kriege ich das ja auch noch mal in Zukunft gebacken.